Ich bin die Waltraud Riegler, bin 1959 im Burgenland geboren und war jahrelang, eigentlich jahrzehntelang in der Lesben- und Schwulenbewegung aktiv und hier halt hauptsächlich im Verein Homosexuelle Initiative HOSI Wien, und zwar ab 1982. Und ich bin dann halt aktiv geworden in dieser HOSI Wien Lesbengruppe. Bin dann später auch zur Lesbendelegierte im Vereinsvorstand geworden und später die erste Obfrau in der Geschichte dieses Vereins, und das war ich dann halt 10 Jahre, und dadurch hat sich auch durch mein Engagement sehr viel in der HOSI Wien verändert. Ich habe halt immer geschaut, dass halt lesbische Frauen sichtbar werden. Ja. Es war auch nicht einfach in den Anfängen, in den 80er Jahren, mit den Männern zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten und zusammen zu kämpfen, weil halt die Männer halt auch ihre Vorurteile hatten und halt patriarchalisch geformt waren. Und das haben wir dann wirklich geschafft. Also das heißt, Lobbying zu machen in einer Sprache, in einer Anwesenheit von Lesben und Schwulen, also gemeinsam. Wir haben sehr viele Besuche bei Politikerinnen und Politikern gemacht. Das heißt, wir waren die Ersten, die auch bei einem österreichischen Bundeskanzler vorgesprochen haben. Das war damals der Franz Vranitzky, da war ich dabei. Ja, und dann halt Justizminister Michaelek, die Donal. Bei all diesen Personen haben wir halt dafür gekämpft, dass die Situation sich verändert, und bis 1996 haben wir ja ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass halt die diskriminierenden Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch verschwinden. Eines der Höhepunkte war vielleicht halt 1988 die Geschichte mit der Gewista. Da wollten 18 Frauen- und Lesbengruppe auf die Situation von Frauen und Lesben aufmerksam machen, und zwar mit Anbringung von eigenen Tafeln auf den Wiener Straßenbahnen. Und einer dieser Sprüche war der Spruch: Lesben sind immer und überall. Und dann hat sich aber die Werbefirma für die Wiener Straßenbahnlinien, die Gewista, gesperrt und hat gesagt, das können wir nicht anbringen. Ja, das verstößt gegen die guten Sitten. Ja, jedenfalls die 18 Frauen- und Lesbenprojekte haben sich dann entschlossen zu klagen und haben diesen Prozess auch gewonnen. Super, super für die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen. Aber dann kamen die Wiener Verkehrsbetriebe und haben es nicht ermöglicht, sind wieder mit den alten Argumenten dahergekommen, und wir hatten keine Chance, dass Lesben sind immer und überall durch Wien gefahren sind. Wir haben bei den darauffolgenden, also bei den ab 1996 stattfindenden Regenbogenparaden Fähnchen geschwenkt und Transparente produziert und sind auf Plätzen damit erschienen, immer mit dem Spruch, Lesben sind immer und überall. Was war aber vorher? In den Jahren 38 bis 45, während der Nazizeit in Österreich, hat auch diese Bestimmung, der Paragraph 129a, gegolten. Jedenfalls sind Lesben und Schwule, hauptsächlich Schwule, von lesbischen Frauen weiß man nicht so viel, in die KZs gekommen und ermordet worden. Mit ihnen sind Experimente gemacht worden. Und es hat für all diejenigen, die im KZ wegen ihrer Homosexualität, Rosa Winkel, gelandet sind, keine Wiedergutmachung nach dem Krieg gegeben. Wir haben sehr viel Lobbyingarbeit gemacht, sehr viele Aktionen gemacht, sehr
sind zu Politikerinnen und Politikern gegangen, bis es endlich 2005 erst eine Wiedergutmachung gegeben hat für homosexuelle KZ-Opfer. In diesen Jahren hat es kaum mehr einen Überlebenden gegeben. Aber zumindest eine symbolische Geste, und es hat aber so lange gedauert, es ist ein Wahnsinn. Ich bin immer zu den Befreiungsfeiern nach Mauthausen mitgefahren, die Anfang Mai stattgefunden haben. Wir haben auch dort aufmerksam gemacht mit dem Slogan "Totgeschlagen, totgeschwiegen". Und es war auch innerhalb der Community der KZ-Überlebenden auch nicht einfach, sie zu Solidarität zu bewegen. Also ich habe einmal erlebt, dass halt ein KZ-Überlebender im ehemaligen KZ Mauthausen, jetzt Gedenkstätte Mauthausen, zu mir gesagt hat, Abartigkeit hat kein Recht auf Vergeltung. 1988 war ein bedeutendes Jahr auch für die Lesben- und Schwulenbewegung und auch für mich, weil es ein Gedenkjahr war an 50 Jahre Anschluss. Und es hat eine Feier gegeben am Albertinerplatz und das Hüdlitschka-Denkmal wurde eröffnet und wir, eine große Gruppe von Lesben und Schwulen, sind am Albertinerplatz zu dieser Feier marschiert mit einem rosaroten Transparent, wo drauf gestanden ist, tausende homosexuelle KZ-Opfer warten noch immer auf ihre Rehabilitierung. Und leider bei dieser Gedenkfeier und Feier zur Eröffnung des Hüdlitschka-Denkmales hat die Erika Weinzierl eine Festrede gehalten, die homosexuellen KZ-Opfer nicht erwähnt. Sie wurde von keinem Redner, von keiner Rednerin erwähnt. Und irgendjemand hat den Befehl gegeben, dieses Transparent, das auf die homosexuellen KZ-Opfer hinweist, sei störend für diese Versammlung. Und die Polizei ist eingeschritten und hat uns das Transparent entrissen, wollte sogar Leute von uns verhaften. Wir haben uns schützend davor gestellt, damit sie nicht mitgenommen werden können. Manche sind von der Polizei halt so angerammt worden, dass sie am Boden gestürzt sind. Jedenfalls, wir haben dieses schöne rosarote Transparent verloren. Uns übrig geblieben sind zwei Stangen, zwei Metallstangen, total verbogen. Und mit diesen Metallstangen haben wir den damaligen Einsatzleiter am Albertinerplatz verfolgt, die Runde gemacht und immer wieder die Herausgabe des Transparents gefordert. Als Reaktion darauf haben wir bei einer der nächsten europäischen Konferenzen, und zwar in Amsterdam, Protest eingelegt. Wir sind in einen Zug gestiegen, der von Amsterdam nach Wien fahren sollte, haben diesen Zug aufgehalten, haben an die Reisenden Flugblätter verteilt, dass sie nicht einsteigen sollten, weil es noch die diskriminierenden Paragraphen in Österreich gibt. Das war 1988. Und weil es diesen Angriff auf Lesben und Schwule anlässlich des Gedenkens gegeben hat und noch immer keine Wiedergutmachung. Wir haben diesen Zug angehalten. Meine Lebensgefährtin und jetzige Frau hat sich an den Zug angekettet. Der Zug konnte nicht abfahren. Es war ein riesengroßer Wirbel am Bahnhof in Amsterdam mit Polizeieinsatz und ja, großen Berichten in den Zeitungen. Das hat einfach gut getan, ja, sich zu wehren und darauf aufmerksam zu machen, ja, dass wir nicht mehr gewillt sind, uns unterdrücken zu lassen, ja, uns schlagen zu lassen. Also seit meinem Engagementbeginn Anfang der 80er Jahre im Vergleich zur heutigen Zeit
hat sich doch einiges geändert. Es gibt Vorbilder, es gibt riesengroße Regenbogenparaden, es gibt viel Solidarität. Aber es gibt auch eine starke Gegenbewegung. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass es in vielen Jahrzehnten wird halt alles viel freier sein und ja, aber es ist halt ganz anders gekommen. Und das möchte ich der Jugend von heute wirklich mitgeben. Es ist nicht alles, was wir an Freiheiten jetzt haben, vom Himmel gefallen. Wir haben uns das hart erkämpft, ja. Und die Jugend muss heute schauen, dass es nicht wieder zu einem Backlash kommt. Wir müssen gemeinsam weiterhin kämpfen, dass für uns keine Diskriminierung stattfindet. Und wir müssen kämpfen, nicht alleine. Wir müssen uns zusammenschließen mit anderen Gruppierungen, die dieselben Probleme haben. Ja? Wenn es geht gegen iranische Frauen, wenn es geht gegen Roma und Sinti, sind wir Lesben und Schwule auch aufgerufen, dagegen aufzutreten. Weil die Nächsten sind wir, die dran sind. Ja? Wir müssen achtsam sein. Wir dürfen nicht den Mund halten. Wir müssen weiterhin marschieren und kämpfen und sichtbar bleiben.